أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich möchte euch heute in unserem dritten Teil unserer Vortragsreihe den Melancholiker vorstellen. Ihr kennt jetzt die beiden Temperamente des Sanguinikers und des Cholerikers bereits. Wie gesagt, stelle ich euch heute unser drittes Temperament vor, das Temperament des Melancholikers. Melancholiker gehen sicher, Dinge auf die richtige Art und Weise zu tun. Des Melancholikers größte Stärke und größte Schwäche ist ihr Perfektionismus. Das ist es, was sie dazu motiviert, nach Spitzenleistungen zu streben. Aber gleichzeitig macht es sie unfähig dazu, mit Dingen zurechtzukommen, die nicht perfekt sind oder ihnen mangelhaft erscheinen. Melancholiker sind das polare Gegenteil von Sanguinikern. Sie sind all das, was Sanguiniker nicht sind. Sie sind ruhig, zurückgezogen, introvertiert und sind oft unpopuläre Menschen. Melancholiker sind nicht sehr gesellig, sind eher Einzelgänger und könnten wahrgenommen werden als antisozial. Sie sind wenig interessiert, neue Dinge auszuprobieren oder Spaß zu haben. Vielmehr verbringen sie ihre Zeit in tiefen Gedanken. Tatsächlich ist es so, dass sie fast immer nur denken. Sie haben einen großen Wissensdurst und sie versuchen immer alles zu analysieren. Das führt dazu, dass sie neue Lösungen für alle möglichen Probleme entwickeln. Sie tun das so beharrlich und hartnäckig, bis sie erreichen, was sie möchten. Diese Eigenschaften machen den Melancholiker zu hervorragenden Forschern, Wissenschaftlern und Mathematikern. Jedoch sind Melancholiker weit entfernt davon, unscheinbar oder langweilig zu sein. Sie sind sehr kreativ, künstlerisch und musikalisch. Viele großartige Maler, Bildhauer, Musiker und Dichter waren Melancholiker. Denn sie sind die einzigen, die die nötige Tiefe aufweisen, die Schönheit in allem zu sehen und zu schätzen. Und außerdem haben sie die Geduld, Ausdauer, Motivation und die Liebe zum Detail, was danach verlangt, ein wahres Meisterwerk zu vollbringen. Hier beginnt das Problem für viele Menschen, mit dem Melancholiker klarzukommen. Denn bei Melancholikern muss immer und alles und jeder perfekt und makellos sein. Und somit setzen sie unrealistische Erwartungen an sich selbst und an andere. Und es ist so schwierig, sie zufriedenzustellen, außer wenn es perfekt ist. Alles, was nicht perfekt und vollkommen ist, ist für sie unakzeptabel. Sie sind sehr kritisch, verklemmt und pingelig und wählerisch mit allem. Melancholiker mögen es nicht, im Team zu arbeiten. Sie vertrauen niemandem außer sich selbst, wenn es dazu kommt, Aufgaben zu lösen. Sie glauben, dass nur sie dazu in der Lage sind, es auf die richtige Art und Weise zu tun. Und um fair zu sein, Melancholiker sind die einzigen, die die Dinge auf die richtige Art und Weise tun. Sie sind unglaublich gut organisiert, sind sehr gute Planer, ordnungsliebend, detailliert und sind extrem gründlich und sorgfältig mit jeder Aufgabe. Auch wenn sie anderen nicht vertrauen, kannst du ihnen normalerweise vertrauen, weil sie zuverlässig sind und glaubwürdig.
Trotz allem haben Melancholiker Schwierigkeiten damit, Projekte und Aufgaben zu beginnen, außer wenn sie absolut sicher sind, gut vorbereitet zu sein und auch die entsprechenden Materialien bereit zu haben. Und oftmals verbringen sie mehr Zeit damit, etwas zu planen, als es dann auch tatsächlich zu tun. Diese Eigenschaften führen dazu, Dinge aufzuschieben. Sie schaffen es zwar immer noch, ihre Arbeiten zu erledigen, aber oftmals erst in letzter Minute. Da sie es so sehr gewöhnt sind, immer nach Perfektion zu streben, passiert es oft, dass Verlust und Ablehnung sie total zerstört. Sie werden depressiv, launisch und pessimistisch, unsicher und nachtragend. Dies sind Menschen, die Gefühle in sich hineinfressen, und sie sind so unversöhnlich oder gnadenlos, dass sie keine Demütigung oder Verrat vergeben können. Sie sind grundsätzlich überempfindlich. Und wenn ihnen ein Schmerz zugefügt wird, verlieren sie ihr weniges Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, das sie noch hatten. Während ihres antisozialen Verhaltens tendieren sie dazu, Einzelgänger zu sein. Aber anders als Choleriker behandeln Melancholiker andere Menschen mit Respekt, Rücksicht und Sensibilität. Und wenn sie Freunde haben, sind sie ihnen immer treu. So wie Choleriker erreichen Melancholiker sehr viel im Leben. Aber dieses ständige Bedürfnis nach Vollkommenheit und Perfektion kann Depressionen und Bitterkeit in ihnen auslösen. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Stärken des Melancholikers umfassen: starker Wissensdrang, analytische und organisatorische Fähigkeiten, Geduld und Beharrlichkeit, künstlerische und musische Begabung, Rücksichtnahme und Sensibilität und Gebiete, die verbessert werden könnten, sind eine positivere Einstellung zu haben, nachgiebig und vergebend zu sein, akzeptieren, dass niemand perfekt ist, mehr sozial zu interagieren und aufzuhören, sich ständig als Opfer zu fühlen. Ich freue mich über diejenigen, die heute wieder dabei waren und etwas über unser drittes Temperament gelernt haben. Ich möchte euch, inshallah, in Zukunft zum 4. Teil begrüßen in einigen Tagen, wenn ich euch das letzte Temperament vorstelle, und zwar den Phlegmatiker. Ich hoffe, euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben und verabschiede mich mit: Möge Allah euch segnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eure Karina. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألوح